Hallo zum nächsten Video. Und wir wissen noch gar kein Thema. Das sind immer die besten Videos, deshalb bleib unbedingt dran, Ja. Ja, weil gleich geht's weiter und du erfährst, worum es geht. genau. Und wir auch. Ja. Ja, das ist eigentlich das Coole, dass wir oft sehr spontan, also wir haben keinen so einen Teleprompter, wo wir ablesen, sondern die Themen, die kommen immer so ganz spontan aus dem Leben. Oder die entfalten sich halt einfach auch in einem Retreat oder in Sessions entfaltet sich das. Ja. Und wir wollen heute auch einfach mal ein bisschen Raum geben oder so, dass sich da wie was entfalten kann. Und was wir dafür brauchen, ist so ein bisschen Geduld. Ne? Wir sind oft viel zu schnell mit einem Plan. Mhm. Ja, oder dass man was wissen muss, dass es ein Ergebnis geben muss. Und also jetzt am Anfang vom Video kann ich dir sagen, dass am Ende das rauskommt. Ne? Das war bei uns halt noch nie. Wir wussten nie, was am Ende rauskommt. Ja, Ne? aber wir wussten nur, dass die Videos immer, je länger man zugeguckt hat, desto besser sind sie geworden. Ja. Ne? Ja. Weil eigentlich jedes Thema, über was wir sprechen, sich während des Sprechens entfaltet. In unseren Retreats auch, wenn die Themen hochkommen von den Leuten, braucht es Zeit zum sich entfalten und dann kommen plötzlich ganz neue Impulse und Ideen, die mit so einer schnellen Antwort gar nichts zu tun haben. Ja. Und wir müssen dem manchmal wie so Zeit geben, also wir machen das wenigstens, dass wir dem Leben manchmal Zeit geben, sich zu offenbaren. Oder dass wie was kommen darf, was vielleicht tiefer ist als das von den Gedanken oder von diesen Konzepten oder Ideen, die wir uns vielleicht aufschreiben können. Ist jetzt gerade ein Vogel geflogen. Die Existenz hat wie so genickt. Jawohl. Na, das war gut. Ja. Das ist auch oft so, dass wir so auf die Impulse von der Natur oder von dem, was uns so umgibt, wie so reagieren dann oder wie so integrieren, würde ich mal sagen, in das Thema. Weil das Leben an sich braucht kein Thema. Ne? Also es braucht kein Thema, dass wir ein Video machen. Oder es braucht auch kein Thema für dich zum Zuschauen. Wir brauchen keine Vision oder keinen Purpose zum Leben. Kein Sinn. Kein Plan. Ja, und das Schöne, wenn das Leben sich entfalten kann, dann braucht es erstmal so diese Connection dazu. Und was ich ganz oft mache, ist wirklich so diese Lebendigkeit in mir zu spüren. Also es ist wie so ein Connecten, also ich connecte mit dem Leben, indem ich connecte mit dem, was in mir lebt. Ja. Und das ist irgendwie so tiefer als der Mind. Also es fühlt sich immer viel besser und es fühlt sich einfach immer besser an. Als wenn ich versuche, in meinem Mind eine Lösung zu finden oder ein kluges Thema. Weil man korrespondiert dann, auch also man erkennt dann, dass das Innen mit dem Außen eigentlich korrespondiert. Also jetzt ist hier zum Beispiel, wir sind in Fontainebleau in Frankreich und es ist wie so ein lauer Sommerabend oder Herbstabend. So. Also es wird wie stiller. Es wird stiller. Es kommen ein paar Geräusche kommen durch. Und das Innen korrespondiert eigentlich mit dem Außen. Also wenn man es wie zulässt. Also man kann wie halt auch ruhiger werden. Es wird kein Thema aufgeworfen, das viel aufwühlt.
Es ist was, wo man einfach wie so genießen kann. Also diesen Sommerabend, dieses Teilen von unserem Leben zu dir jetzt, das ist es schon. Das ist eigentlich das, was schön ist. Dieses gesehen werden, gehört werden, wahrgenommen werden. Und vielleicht kannst du ja auch in dir connecten mit deiner Lebendigkeit, mit dem, was du in dir fühlst. Auch wenn vielleicht gerade viele Themen da sind, viele Gedanken, viele Probleme. Es gibt was da so drunter ist. Also wenn du tiefer gehst in den Körper, in dich reinfühlst, kriegst du so eine Connection, kriegst du so ein, Ja, so ein Gefühl für dich, also so tief in dir drin. Da ist sowas, was immer da ist und was vielleicht immer gleich ist. Also das andere, das kommt da so drüber. die Probleme oder die Themen, die Ja. wechseln. Genau. Ja, und mit dem zu connecten, das bringt immer so eine, ja, so ein bisschen von dieser Stille, wie jetzt hier vielleicht gerade mega stark da ist. Ja. Und dieses Connecten connectet dich mit dem Außen. Das Connecten mit dir selber connectet dich eigentlich mit dem Außen. Und in dem ist dieses Erkennen möglich, dass es eigentlich eine Bewegung ist, also eine Stille, die da ist. Die Stille im Innen ist die Stille im Außen. Also dieser laue Sommerabend ist wie so auch in dir. Es kommt wie was zur Ruhe. Und man kann fast so diese Einheit dann erfühlen, dass es tatsächlich real ist. Und wir sind so gewohnt, so schnell auf irgendwas aufzuspringen oder uns intellektuell vielleicht mit irgendwas zu befassen. Und wir laden dich heute vielleicht ein, einfach zu sein, so dieses Video zu nutzen, um vielleicht dich selbst zu spüren, unsere Worte zu hören und dich vielleicht zu connecten mit dem, was bei dir gerade ist, in deinem Umfeld. Ja, weil dieses Connecten mit dir selber, dieses tiefere Connecten, das macht wie so eine Pause. Also eine Pause von diesen ganzen Sachen, die im Außen sind. Und irgendwas in dir atmet auf. Meistens merkt man das auch. Plötzlich kommt ein ganz tiefer Atemzug von irgendwo her, weil das ganze System so ja, und von da aus, selbst wenn du dir nur diese ein paar Sekunden dafür nimmst, von da aus wieder zu schauen auf das Leben, auf dein Leben jetzt, mit den Sachen, die so da sind, mit den ganzen Themen, ist anders. Es hat wie so einen Abstand geschaffen, also dieses Connecten mit dir, Ja. ne, das schafft diesen Abstand, den es manchmal braucht, um vielleicht anders zu reagieren auf das Außen. Ob es jetzt gelassener ist oder ja, vielleicht auch weniger genervt oder es ist anders. Sobald du diese Connection mit dir selber herstellst, passiert irgendwas. Also ändert sich was mit dem Außen. Du nimmst das Außen irgendwie anders wahr.
und kannst dann auch wie anders reagieren. Hm. Ja, und es braucht so diesen Mut, diese Langeweile wie zuzulassen. Also die Langeweile vom Mind. Der Mind ist sehr schnell und will sofort zum nächsten abhaken. Das nächste Video. Und ja, vielleicht ist heute das Thema diese Langeweile oder Stille zu nutzen. Also dass man sich, wie du jetzt eigentlich schön gesagt hast, sich wieder zurückzieht. Also der Tag zieht sich jetzt hier wie so bei uns zurück und wir ziehen uns im Moment so zurück in uns selber. Und da ist so eine Stille und so eine Schönheit, wo du auch merkst, oh, ich muss gar nichts tun. Ich muss jetzt nicht irgendwie die Welt bewegen. Sie bewegt sich in mir, durch mich, im Außen. Ja, und durch jedes Ablenken von Social Media oder von, ja, auch in dieses Denken zu gehen über die Probleme oder in diese Aktivität, das lenkt wie so ab. Also wir lenken uns eigentlich immer ab, um uns nicht zu connecten. Dabei, wenn wir mal merken, was das für eine Power hat, diese Connection mit uns selber, dieses tiefe Durchatmen zwischendurch, dann werden wir das immer öfter machen und das vielleicht viel interessanter finden, als irgendwo wegzugehen in irgendwelche Welten. Ja, das gibt uns niemals diese Power, etwas zu verändern, brauchen wir, indem wir uns connecten mit uns selber, mit diesem tiefen Gefühl von Lebendigkeit und Dasein. Ja, das ist wie so eine Powerbank. Ja. Dann hoffen wir, dass wir die ein bisschen dich aufgeladen haben. Ja. Ja, und wenn dir unser Langeweile-Impuls Genau. gefallen hat und du den gar nicht so langweilig fandest, sondern interessant, Dann mach einen Daumen hoch. genau, Ne? freuen uns. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonnier doch den Kanal, mach die Glocke und dann wirst du immer wieder benachrichtigt mit so Impulsen wie jetzt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ganz schön. Alles Liebe dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.